Hallo, wie ihr wisst, bin ich jemand, der sehr gerne reist und durch meinen Job auch das Glück habe, dass mir ganz viele Reisen ermöglicht werden. Und da in den Kommentaren und in den E-Mails auch immer mal wieder Fragen zum Thema Reisen auftauchen, dachte ich mir, ich mache mal ein komplettes Video dazu und beantworte mal ein paar von diesen Fragen. Ich fange mal mit der Frage an, wohin ich schon überall gereist bin, weil ich glaube, das werde ich dann in den späteren Fragen nochmal aufgreifen. Da unsere Mutter von den Philippinen kommt, sind wir als Kind auch relativ oft dorthin gereist, aber das letzte Mal ist schon 4 Jahre her und sonst versuche ich mich jetzt an eine grobe Aufzählung. Also London, das war übrigens auch das erste Reiseziel, das Daisy und ich alleine bereist haben. Dann Stockholm, Rom, Ibiza, Paris, Amsterdam, Lissabon und Dänemark, also Kopenhagen und so ein kleiner Ort nordwestlich von Kopenhagen. Und Marokko, also in Agadir und Umgebung, das ist so in der südwestlichen Küste. Und San Francisco und Miami. Eine Frage, die gestellt wurde, ist, welcher Ort ist der schönste, an dem du bisher warst? Und ich würde sagen, der krasseste und gleichzeitig schönste Ort, an dem ich war, ist eine 1 Kilometer große Sanddüne in der Nähe von Tamri in Marokko. Und ja, also es ist eine Sanddüne und keine Wüste, aber man hat das Gefühl gehabt, als wäre man total in der Wüste. Und das allein schon war ein richtig schöner, außergewöhnlicher Anblick. Aber das Krasseste daran war, dass diese Sanddüne direkt an der Küste liegt. Das heißt, man ist auf der Sanddüne und dann, wenn man weit genug an den Rand läuft, kommt direkt der Ozean, also mit so einem Abhang. Und dann ist einfach Meer und dieses Wüste plus Meer, das waren einfach so, oder sind einfach so zwei Welten, die aufeinander stoßen. Und das war einfach ein super außergewöhnlicher Anblick und ein echt cooler Ort. Und dann haben sich sehr, sehr viele von euch gefragt, wie können wir uns diese ganzen Reisen überhaupt leisten? Und da habe ich ja schon am Anfang erwähnt, dass uns als Blogger viele Reisen auch ermöglicht werden, worüber wir sehr, sehr dankbar sind und was halt sehr, sehr schön ist. Überwiegend reisen wir aber immer noch privat und da heißt es als allererstes sparen. Und das kommt natürlich auf die ganz persönliche Lebenssituation an und gerade im Studium ohne Nebenjob hat man da einfach nicht so viele Möglichkeiten. Aber generell gilt, dass man konsequent sein muss. Wenn man verreisen möchte und Geld sparen muss, dann kauft man sich monatelang eben kein neues Kleidungsstück, geht weniger oder gar nicht feiern und kocht lieber zu Hause, also spart da an allen Ecken. Das heißt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und es gibt ja auch Reisen, die sehr schön sein können und die ganz und gar nicht teuer sein müssen. Und dann kann man über Connections noch so ein bisschen günstiger reisen. Also wenn ihr Freunde, Familie oder Bekannte im Ausland habt, bei denen ihr eventuell unterkommen könnt, da könnt ihr da dann an dieser Stelle so ein bisschen sparen. Also wir zum Beispiel haben Familie in Australien und das hat erst die Reise im März so richtig greifbar gemacht. Oder sie hatte ihr Auslandssemester in Lissabon, was auch so ein paar Vorteile mit sich gebracht hat. Und ja, also einfach da immer so die Augen, Ohren aufhalten und einfach Chancen nutzen. Kommen wir mal zu der Reiseplanung und da hat einer gefragt, wie ich denn recherchiere oder ob es spezielle Reiseblogs gibt, die ich lese, um mich über Orte zu informieren. Und da muss ich sagen, es gibt keine spezifische Seite. Ich gucke einfach generell im Internet, wenn ich ein Reiseziel habe, was ich so dazu finde, ob mir irgendwelche coolen Cafés auffallen. Oder ich befrage Freunde oder euch auf Instagram oder mir fällt noch ein Blogger ein, wo ich weiß, dass derjenige dort war und gucke, ob er dazu irgendwas geschrieben hat. Ja, also so Google allgemein. Aber ich muss sagen, dass sich in der Vergangenheit sehr viele coole Sachen spontan ergeben haben, also vor Ort, wenn man sich mit Menschen unterhalten hat, die dort leben. Und ja, da kriegt man eigentlich manchmal die besten und neuesten Tipps und Insiders heraus. Die nächste Frage ist, wie entscheidest du dich für eine Unterkunft? Und das kommt eigentlich ganz auf das Reiseziel an, aber wenn es nicht gerade bei Freunden oder Familien ist, dann eigentlich grundsätzlich Airbnb, weil ich finde, das ist einfach am schönsten. Man ist sehr flexibel und man bekommt richtig dieses Feeling, als würde man wirklich dort wohnen, weil man halt auch einkaufen muss und kocht zu Hause. Und ja, das ist, glaube ich, finde ich, immer eine bevorzugte Variante. Und das kann manchmal sogar sehr günstig werden. Also beispielsweise unser Dänemark-Urlaub, da haben wir uns zu 5 ein richtig schönes Haus gemietet an der Küste und es hatte eine Sauna und einen Whirlpool. Und da haben wir uns dann 90% unserer Verpflegung vorher in Berlin besorgt, sind dann mit dem Auto rübergefahren über die Fähre, mit einer Fähre. Und letztendlich hat jeder von uns super wenig für diese Reise ausgegeben, obwohl es halt ein super schöner Urlaub war. Also
da kann es dann halt echt ganz gut werden, gerade wenn man in einer großen Gruppe reist. Und ansonsten in Lissabon haben wir noch teilweise in dem alten Studentenwohnheim von Desi übernachtet. Das ist so teilweise ein Studentenwohnheim und teilweise ein Hostel. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil es ist immer irgendwas los, da sind Leute da, manchmal wird gekocht und man wird eingeladen oder jemand schmeißt eine Party. Das ist eigentlich immer ganz cool, um irgendwie ja, Leute kennenzulernen oder auch irgendwie an coole Informationen ranzukommen, wo einfach ein cooles neues Café ist oder ja, irgendwas Cooles, Spannendes ist. Das ist halt eigentlich auch ganz praktisch. Die nächste Frage lautet, wo buche ich meine Flüge? Und das ist eigentlich wieder ganz individuell. Also da gucke ich im Internet nach den Flügen, die ich brauche und gucke da einfach, was das günstigste ist. Also ich gucke viele verschiedene Portale durch, flüge.de oder fällt mir jetzt wieder nicht ein, aber da gibt es so ein paar ganz große, da gucke ich dann alles an, was mir angeboten wird und gucke dann auch direkt bei den Fluggesellschaften, weil manchmal sind die direkt auch ein bisschen günstiger und ja, da gucke ich dann einfach, was das günstigste ist. Aber was speziell Lissabon angeht, gucke ich eigentlich fast nur noch bei TAP Portugal, weil da sind die Flüge recht günstig, vor allem wenn man so 2 bis 3 Monate vor Anreise nachschaut und man kriegt ein Aufgabegepäck gratis dazu, also inklusive. Bei EasyJet muss man ja immer extra dazu buchen. Und man kriegt bei TAP Portugal auch einen Snack im Flugzeug, was ja auch nicht standardmäßig der Fall ist. Ja, deswegen würde ich für Lissabon immer TAP Portugal empfehlen, wenn es denn für eure Stadt angeboten wird. Dann noch ein paar Tipps zum Reisen selbst und wie ich mit Langstreckenflügen umgehe. Und bei Langstreckenflügen ist ja allgemein empfehlenswert, sich ausreichend zu bewegen, also da mal im Flugzeug hin und her zu laufen, öfter auf Klo zu gehen oder zumindest im Sitz so ein paar Übungen zu machen. Und ich bin aber ehrlich gesagt jemand, der sich im Flugzeug sehr, sehr ungern bewegt. Am besten gar nicht. Aber seit ich einmal geschwollene Beine hatte und fast gar nicht mehr in die Schuhe reingekommen bin, die ich anhatte, empfehle ich euch, bewegt euch im Flugzeug ausreichend und trinkt auch sehr viel, weil das soll wohl helfen bei den Ohrschmerzen, die man manchmal bei der Landung bekommt. Also ja, viel bewegen und viel Wasser trinken. Ein anderer Tipp von mir, und ohne diese Dinger kann ich echt gar nicht mehr verreisen, sind diese C-Bands. Das sind so Schweißbänder mit Akupressurpunkten, die dafür sorgen, dass einem nicht übel wird. Also mir wird ja öfter übel, wenn ich lange Autofahrten fahre, ja, auf lange Autofahrten oder wenn ich verreise und irgendwie Schlafmangel habe und übermüdet bin. Und die habe ich vor unserer Dänemark-Reise gekauft wegen der Fähre, weil da hatte ich Angst, dass mir davon schlecht werden könnte. Und ohne Mist, damit wird mir einfach nicht übel. Also ich kann sogar auf einer Autofahrt irgendwas lesen, wovon mir eigentlich sonst sofort schlecht geworden wäre. Und mit diesen Dingern wird mir nicht schlecht. Und ich habe sogar gelesen, dass Schwangere das gerne benutzen, so gegen morgendliche Übelkeit, damit sie keine Medikamente nehmen müssen. Und ja, also wer so Übelkeitsprobleme hat, sollte die mal unbedingt ausprobieren. Ja, nie wieder ohne. Dann haben mich noch einige nach meinen Reise-Must-Haves gefragt und da verweise ich einfach mal auf ein älteres Video, weil ich habe schon mal ein Video über meine Travel Essentials gemacht. Dann haben viele gefragt, was so mein Lieblings-Reiseoutfit ist, um ja, bequem zu reisen, aber noch halbwegs stylisch auszusehen. Das Stylische kann ich nicht garantieren, aber generell reise ich so bequem es geht. Also am liebsten mit einer Leggings oder eine ganz stretchige Skinny Jeans. Dann eigentlich irgendein Longsleever oder Pullover, je nachdem wie kalt es ist. Auch je nachdem wie kalt es ist, entscheidet dann, ob ich noch eine Jacke nehme oder 2 Jacken. Ja, allgemein ist Schichten ganz gut, sodass man halt bei Bedarf immer ja, auf- oder abschichten kann. Und Schuhe, eigentlich generell Schuhe, die ich sowieso einpacken wollte, aber dann die möglichst bequem sind und dann welche, die eventuell am schwierigsten einzupacken waren. Also die dann so ein bisschen, ja, wenn ich die anziehe, dass ich da so ein bisschen im Koffer Platz spare. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema und zwar das Packen. Und ich reise eigentlich super, super gerne nur mit Handgepäck, also ein ja, Handgepäck-Trolley. Ich bin auch nach Australien nur mit Handgepäck gereist, weil ich einfach solche Angst davor habe, dass mein Koffer verloren geht. Eigentlich, ich weiß, das sind nur materielle Dinge, aber trotzdem ist es irgendwie blöd. Und gerade wenn man so Sachen mit emotionalen Wert hat oder ja eben teure Sachen, da weiß ich gar nicht, wie viel eigentlich da erstattet wird und ob überhaupt irgendwas zurückerstattet wird, weiß ich nicht. Deswegen versuche ich möglichst nur mit Handgepäck zu reisen. Und ja, da heißt es dann auch so platzsparend wie möglich. Und ich habe sowieso überlegt, ob ich mal ein Packing-Video machen soll. Und ja, dann schreibt ihr mir mal, ob euch das interessiert und ob ich mal so ein Video machen sollte. Dann würde ich da mal mehr ins Detail gehen. Aber generell würde ich sagen, ich packe so nach Outfits. Also ich suche so ein paar
Hauptoutfits aus, die ich auf jeden Fall anziehen werde und dann möglichst mit so Teilen, die untereinander sehr gut zu kombinieren sind. Und dann ja, hat man halt nicht irgendwie 10 T-Shirts, wo man am Ende nur 5 davon anzieht. Also ja, am besten Outfits vorplanen und dann so vielleicht ein paar Extrateile habe oder so 2 Extrateile, die so super universell sind. Ja, und dann sollte man eigentlich genug dabei haben. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich Tipps für stressfreies Reisen habe, also in Bezug auf Zeitmanagement. Und mal abgesehen davon, dass man pünktlich am Flughafen sein soll, weil da bin ich immer lieber zu früh als zu spät. Ich werde nämlich immer sehr schnell nervös, wenn der Abflug schon naht und ich nicht am Flughafen bin oder am Gate. Ja, mal abgesehen davon, während der Reise selbst vielleicht, also man will ja immer so 1 Million Sachen irgendwie unternehmen, plant am liebsten ganz viel und ja, hat einfach so eine ellenlange To-Do-Liste oder Must-See-Liste. Da würde ich sagen, keinen Druck machen, weil ich könnte das einfach nicht so alles durchplanen. Tag 1 macht man das und das, Tag 2 macht man das und das. Weil manchmal hat man einfach keine Lust irgendwie auf etwas Bestimmtes und will lieber was anderes machen. Und deswegen ist es besser, wenn man einfach ein bisschen flexibler ist und einfach auch spontan was machen kann. Und da finde ich es am besten, wenn man sich so eine Liste macht mit so 5 beziehungsweise überschaubaren Sachen, die man unbedingt machen möchte. Und die ja, arbeitet man dann einfach über der ganzen Reise verteilt ab und hat die nicht so zeitlich eingeplant. Es sei denn, es sind Sachen, die man vorher organisieren muss mit Fahrten oder irgendwas. Aber das dann über die Reise verteilt und dann ist man einfach spontan und guckt, worauf man Lust hat und hat einfach immer so diese Liste im Hinterkopf, sodass man auch an diese Sachen denkt. Ja, so nimmt man irgendwie einfach viel mehr mit, erfahrt alles irgendwie viel, viel entspannter und auch irgendwie damit auch schöner, finde ich, und hat trotzdem all die Dinge gemacht, die man einfach wirklich machen wollte. Dann kam ganz oft die Frage, was ist mein Lieblingsreiseziel oder habe ich eine Lieblingsstadt? Und hallo, das ist ganz klar Lissabon und ich muss schon gar nicht mehr erwähnen, warum. Also das solltet ihr schon langsam wissen. Ich verlinke euch dazu mal mein Video, was ich mal gemacht habe und ein paar Instagram Travel Diaries. Da sind dann ganz viele Tipps und Insider-Tipps für Restaurants, Cafés und was man da in Lissabon alles machen kann. Da könnt ihr euch dann so durchstöbern. Dann kommen wir zur letzten Frage und die lautet, welche Orte stehen noch auf deiner Reisewunschliste? Und da gibt es auf der Welt super viele schöne Orte, die ich in meinem Leben noch sehen möchte. Aber die Top 5 Trips, die ich möglichst in den nächsten Jahren realisieren möchte, wären Südportugal, Südkorea, ein USA-Roadtrip, wobei ich da so viel sehen will, dass es eigentlich gar nicht alles in einen Roadtrip reinpasst. Aber ja, ein USA-Roadtrip, Pripyat und Island. Das wären so, glaube ich, 5 super coole Destinationen und mal sehen, was so die Zukunft für mich bereithält und was da so passiert einfach. Ja, mal gucken. Das war es jedenfalls von meinem Reisevideo und meinen Tipps und Gedanken zum Thema Reisen. Ich hoffe, die Fragen wurden ausreichend beantwortet. Ansonsten schreibt mir immer mal wieder Fragen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!